Von der Weberwiese runter zur Spree, rüber zum Boxy, zurück zum Ostbahnhof. In dieser Folge finden wir uns in einem der kulturellen Hotspots der Stadt, nämlich dem Friedrichshain. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach dein Kiez. Rumsende Beats, Mama-Cafés und die Mediaspree machen aus Friedrichshain einen schwer greifbaren, aber dafür umso faszinierenderen Bezirk der Hauptstadt. Hier an der Eastside Gallery kann man das geteilte Erbe Berlins eindrucksvoll zur Schau gestellt erleben. Auch wenn der ehemals brache Grenzstreifen am Spreeufer inzwischen weniger alternative Kultur als vielmehr international agierende Unternehmen beheimatet. Ich bin in Friedrichshain aufgewachsen, hier geboren, groß geworden und habe den Wandel des Bezirks selbst erlebt. Was die Friedrichshainer aber selbst von ihrem Kiez halten, das erfahren wir jetzt. Die Menschen, die sind alle natürlich, sind keine abgehobenen Menschen. Diese bunte Mischung der Leute macht das eigentlich aus. Diese Galerien, die sind ständig im Wechsel und dann man findet immer interessante Produkte dort wieder, tolle Gemälde. Mir gefällt besonders gut hier zu wohnen, dass ich auch überall wirklich schnell bin. Unser Kiez da ist halt eigentlich bestückt mit allen möglichen kulinarischen Gegebenheiten, die man sich so vorstellen kann. Nun stehen wir auf dem Boxhagener Platz, da drüben die Simon-Dach-Straße, dort hinten die Modersonnenbrücke und damit sind wir mittendrin. Hier wird gelacht, hier wird getanzt, hier wird gefeiert und das Tag und Nacht. Und das macht früher oder später auch hungrig. Und deswegen gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, um den großen und den kleinen Hunger zu stillen. Und eine davon schauen wir uns an, nämlich die Tortilleria Mexer Berlin. Hier werden Tortillas selbst gemacht und das klingt nicht nur sehr aufwendig, dafür braucht man sogar eigenes Equipment. Wie das genau funktioniert, erfahren wir vom Besitzer selbst. Marcelo Reyes ist mein Name. Ich führe dieses Geschäft und ich mache Tortillas hier, Tacos und ich verkaufe Produkte, die man mit den Tortillas kombinieren kann. Dieses kleine Geschäft ist mein kleines Baby, kann ich sagen. In 17 Jahren, dass ich bin hier, ich habe nie wichtiges mexikanisches Essen gesehen. Und für mich es war irgendwie ein Projekt, sowas zu beibringen zu den Deutschen. Ich glaube in alle Kulturen, das Essen ist etwas ganz wichtig und es spricht viel über die Leute. Die Mexikaner, die essen nicht Tacos zu Hause. Tacos ist für uns, was für euch vielleicht die Currywurst ist. Tacos ist die Tortilla. Die Tortilla ist, was ich mache mit der Maschine da. Die Tortilla ist das wichtigste Element in der mexikanischen Küche. Ohne Tortilla es gibt kein mexikanisches Essen, es gibt kein Straßenessen, es gibt kein Taco, es gibt gar nichts. Es ist der Brot von Mexikanern. Alle die Elemente, die wir benutzen, meistens, zum Beispiel die Maismehl, ist importiert. Das ist super gesund, das hat keine Gluten, das hat viele Elemente, das gut für die gesund ist. Friedrichshain gefällt mir, dass die Leute hier, ich glaube in ganz Berlin, aber hier musst du nicht Deutsch sprechen. Zum Beispiel, ich meine, bei mir arbeiten nur Mexikaner. Weil wir wollen wirklich diesen Ausdruck aus Mexiko geben. Hier ist ein kleiner mexikanischer Space. Die Musik ist genau wie in Mexiko, die Dekoration ist alles von Mexiko mitgebracht, bei mir selber. Ich bin schon ein Element von Friedrichshain als Geschäft. Ein Mexikaner, der echte mexikanische Produkte und Tortillas und Tacos verkauft. Bei Einfach dein Kiez haben wir es uns auch zur Aufgabe gemacht, Projekte in den Fokus zu rücken, die im alltäglichen Leben der allermeisten Menschen recht wenig Aufmerksamkeit erfahren. Deswegen besuchen wir heute das Kinderhospiz Berliner Herz. Diese, dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg angehörende Einrichtung, schenkt Kindern mit der Diagnose lebensverkürzende Erkrankung und deren Eltern sowie Geschwistern einen sicheren und behüteten Ort. Um uns ein genaues Bild der Hospizarbeit zu verschaffen, treffe ich heute gleich 3 Menschen, die hier arbeiten. Mein Name ist Marlene Thomas. Ich bin die Projektleitung des ambulanten Kinderhospizdienstes Berliner Herz. Und ja, das Berliner Herz schlägt seit 15 Jahren für die Kinderhospizarbeit. Was bedeutet denn Kinderhospiz bzw. was ist das Prinzip, was sich dahinter verbirgt? Das ist die Begleitung
von Familien mit einem lebensverkürzt erkrankten Kind, Jugendlichen, jungen Erwachsenen bis zum 30. Lebensjahr. Das heißt, wir begleiten die Familien von der Diagnosestellung bis über den Tod hinaus. Gerade in der ambulanten Begleitung liegt der Fokus auf der Unterstützung und Entlastung des herausfordernden Alltags im häuslichen Bereich. Einer unserer Schwerpunkte in der Begleitung der Familien ist die Entlastung und die Unterstützung durch ehrenamtliche Familienbegleiter und Familienbegleiterinnen. Aber das Berliner Herz ist eben auch gewachsen durch Angebote für das ganze Familiensystem. Das heißt, wir haben Geschwisterangebote, wir haben Kindertrauerangebote, aber wir haben zum Beispiel auch ein Elterncafé für Eltern und Angehörige, die eben ein Kind verloren haben. Wie komme ich zu euch? Also die Familien können sich natürlich selbst an uns wenden, aber eine wichtige Aufgabe auch von uns Koordinatoren ist die Netzwerkarbeit. Und eine meiner Hauptaufgaben ist es dann, den Kontakt zu dieser Familie herzustellen, indem ich das in der Regel mit einem Hausbesuch verbinde, um dann vor Ort im Grunde mir ein Bild mit den Eltern gemeinsam natürlich zu verschaffen. Was brauchen sie? Was ist für ein Hilfebedarf da? Gibt es denn in einer Art Schätzung, ist glaube ich ein schwieriges Wort, aber welche Dauer, wie lange ist denn ein Kind in einem solchen Kinderhospiz zugegen? Hospiz ist ja, ich sag jetzt mal, Palliativ. Ist eine palliative Versorgung. Wie ich aber vorhin eingangs gesagt habe, erstreckt sich das bei den Erkrankungsbildern an Kindern oft über viele, viele Jahre. Das heißt, dementsprechend brauchen die Familien Auszeiten. Das kann sein, dass dann hier die Kinder im Kinderhospizbereich versorgt werden und die Familien sich die Auszeit vielleicht auch mit ihren gesunden Kindern einfach mal gönnen. Was ist denn für dich persönlich das ganz Besondere an deinem Beruf, beziehungsweise warum hast du für dich diesen Beruf auserkoren? Die Eltern müssen jeden Tag Herausragendes sozusagen meistern und im Fokus steht natürlich die Versorgung des kranken Kindes. Hier eine Begleiterin zu sein, da zu sein, über viele Jahre, das ist das, was mich sozusagen in meiner Arbeit sehr erfüllt. Und das i-Tüpfelchen, wenn ich das mal so sagen darf, ist die Gewinnung, und das ist ja auch unser Hauptschwerpunkt im ambulanten Bereich, die Gewinnung und auch die Ausbildung eben der Menschen, die sich für dieses Ehrenamt interessieren. Vielen Dank, Marlene, dass du mit uns geredet hast. Danke für deine Leidenschaft an dieser Stelle. Und als nächstes sprechen wir jetzt mit Anke Konermann. Sie ist die Koordinatorin für Geschwister- und Kindertrauerbegleitung. Wenn man Hospiz bzw. Kinderhospiz hört, dann denkt man ja erst einmal an einen ziemlich traurigen Ort. Ist das überhaupt gerechtfertigt? Nein, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, es ist ein sehr fröhlicher Ort und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo anders einen Ort gibt, wo mehr Leben ist als hier, auch wenn sich das jetzt schwierig anhört. Also ist das da die Wertschätzung, wenn man weiß, dass etwas endlich ist, dass man es dann viel intensiver lebt und dann auch viel freudvoller erfährt? Ja, ich glaube schon. Also die Familien, die mit ihrem Kind hierher kommen, haben ja alle ein und dasselbe Schicksal sozusagen. Also alle haben ein Kind mit einer lebensverkürzenden Diagnose und alle wissen, dass das Leben endlich ist dieses Kindes und wann es dann stirbt, weiß natürlich keiner vorher und wir alle wollen versuchen, den Familien eine möglichst schöne Zeit zu geben. Wie sieht das denn aus? Habt ihr hast du Beispiele, was ihr mit den Geschwistern macht? Also es gibt ganz viele Angebote, zum Beispiel in allen Berliner Schulferien bieten wir an 2 Tagen in der Woche, immer dienstags und donnerstags, für die Kinder irgendwelche Projekte an. Gestern waren wir im Theater, nächste Woche gehen wir campen für 3 Tage. Was sind denn für dich im Zuge dessen so richtig schöne Momente? Wenn ich sehe, dass es den Kindern gut geht, also gerade den Geschwisterkindern. Wir hatten neulich ein Musical, was wir aufgeführt haben, was ganz, ganz toll war. Und wenn man dann sieht, dass die Kinder ganz selbstbewusst auf die Bühne treten und singen und wirklich ganz alleine da ganz groß werden, das finde ich, sind ganz tolle Momente. Ist das dann so der Antrieb für dich, wo du sagst, deswegen machst du das richtig gerne? Ja, absolut. Gibt es denn etwas in deinem Berufsleben mit Blick auf die Zukunft, was du dir wünschen würdest, dass sich ändert? Dass die Kinderhospizarbeit und vor allem auch die Trauerarbeit, also alles, was mit
Hospiz, Tod und Trauer zu tun hat, mehr in die Öffentlichkeit rutscht. Vielen Dank, Anke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Leidenschaft. Wir werden übrigens jetzt noch mit deiner Kollegin sprechen. Damit ist die Jan Selig gemeint. Die arbeitet hier schon lange im stationären Bereich und somit gewinnen wir noch einen weiteren Eindruck. In was für einem Raum sind wir eigentlich gerade? Der hat ja einen besonderen Namen. Ja, was findet hier statt? Das ist der Snuselraum, bedeutet Schlummern und Dösen. Das sind Räume, die in der Regel eigentlich ohne Fenster sind und komplett weiß gehalten werden. Und oft sind die Kinder aufgrund ihrer Erkrankung angespannt oder haben angespannte Phasen und wir nutzen den Raum viel, um die Kinder runterzuholen. Und, oder zur Kommunikation. Man kann ganz viel mit den Kindern in Kontakt kommen hier und bestimmte Reize einsetzen und verstehen, was die Kinder mögen oder was sie nicht mögen. Gibt es denn so eine Art Tagesablauf für die Kinder, wenn sie hier sind, der so relativ fest ist? Nee, also so richtig festen Ablauf haben wir eigentlich nicht. Du kannst ins Zimmer reinkommen und das Kind ist total aufgeweckt und hat total gute Laune und wünscht sich total viel Aktivität. Kann aber auch Tage geben, an denen du in die Zimmer kommst und die Kinder sind müde und brauchen viel Ruhe und brauchen eher einen entspannten Rahmen. Und wir haben Gott sei Dank hier die Ressource, um den Tag individuell zu gestalten. Was ist denn für dich das Besondere an deinem Beruf? Du musst dich ja auch aktiv dazu entschlossen haben, zu sagen, das möchtest du gern machen. Ja, also hier zu arbeiten ist für mich, bedeutet einfach Zeit zu haben, Pflege zu machen, die wirklich, für die man Zeit hat. Hier ist es wirklich toll, dass wir so ein kleines Haus sind, dass wir ganz viele Professionen in einem Haus haben. Wir sind alle unter einem Dach, können uns super vernetzen und können immer ständig in Austausch gehen. Wir haben Therapeuten hier im Haus, mit denen wir immer wieder in Kontakt treten können. Ich finde einfach, das ist so eine sinnhafte Arbeit. Kann man, wenn man hier das Gelände verlässt, das alles hinter sich lassen oder nimmt man dann manchmal diese, ich will gar nicht mal sagen Schicksale, aber nimmt man diese Erlebnisse des Öfteren mit nach Hause? Unterschiedlich, kommt glaube ich immer darauf an, wie viel Beziehung hat man manchmal auch zu einer Familie, wie nah ist man da auch mal dran, wie geht es einem selber auch gerade. Es gibt schon Situationen, die man mit nach Hause nimmt, auf jeden Fall. Was ich hier total toll finde, ist, dass wir ein Team sind, das darüber sprechen kann. Wir sind ja ganz viel im Kontakt, wenn man merkt, oh, irgendwie ist gerade eine Situation, die geht mir sehr nah oder die macht viel mit mir, dann sind wir immer im Austausch. Ich will noch einen kleinen Bogen schlagen. Du hast selbst erzählt, du hast gar nicht weit weg von hier gewohnt unter anderem. Was macht denn für dich dieser Kiez hier aus? Beziehungsweise gibt es so Orte in Friedrichshain, wo du sagst, die geben dir was? Ja, also genau, ich habe 6 Jahre auch selber in Friedrichshain gewohnt, habe hier super gerne gewohnt. Für uns als Hospiz hier im Kiez zu sein, das ist super, weil wir haben so eine Sichtbarkeit irgendwie, weil wir so mittendrin sind und das ist für uns, finde ich, total die tolle Ressource. Danke, Jan. Danke für sowohl die professionelle als auch ein bisschen die persönliche Sichtweise darauf. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne und danke, dass ihr da wart. Auch wenn wir im ersten Moment nicht hinschauen wollen, ist es umso wichtiger, dass wir es tun. In einer Einrichtung wie dem Kinderhospiz Berliner Herz machen Menschen eine Arbeit, die für die Gesellschaft so wichtig ist und das weitestgehend ungeachtet der Öffentlichkeit. Und damit sind wir am Ende einer weiteren Folge Einfach dein Kiez. Danke, dass ihr mit mir durch Friedrichshain gezogen seid. Ich werde jetzt noch ein bisschen durch meinen alten Heimatbezirk spazieren und wir sehen uns dann wieder in 2 Monaten bei Einfach dein Kiez. Hier könnt ihr noch weitere Episoden anschauen. Damit ihr nichts verpasst, andere Kieze, andere Geschichten.